Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Beran. Heute geht es um QR-Codes. Ihr wisst schon, diese kleinen quadratischen Muster, die überall auftauchen, von Werbeplakaten bis hin zu Restaurantmenüs. Aber habt ihr euch jemals gefragt, wie sie eigentlich funktionieren? In diesem Video werde ich es euch erklären. Also bleibt dran und erfahrt, wie QR-Codes uns helfen, blitzschnell Informationen zu teilen. Bevor wir uns die technischen Details ansehen, fangen wir ganz einfach an. Was ist eigentlich ein QR-Code? QR steht für Quick Response, was so viel wie schnelle Antwort bedeutet. Diese Codes wurden in den 90er Jahren von der japanischen Firma DensoWave, einer Tochterfirma von Toyota, entwickelt. Ursprünglich sollten sie in der Automobilindustrie die Identifizierung von Fahrzeugkomponenten ermöglichen. Im Vergleich zu den üblichen Barcodes, die wir in Supermärkten auf Produkten sehen, können QR-Codes viel mehr Informationen speichern. Warum? Ganz einfach. Barcodes funktionieren nur in einer Richtung, horizontal. QR-Codes hingegen nutzen ein zweidimensionales System, was bedeutet, dass sie Daten sowohl horizontal als auch vertikal speichern können. So passt deutlich mehr Information in einen kleinen QR-Code. Und genau das macht sie so nützlich. Jetzt schauen wir uns an, wie ein QR-Code tatsächlich aufgebaut ist. Ihr habt bestimmt schon die markanten schwarzen Quadrate an den Ecken eines QR-Codes bemerkt, oder? Diese nennt man Hauptpositionsmarkierungen. Sie sind eines der wichtigsten Elemente des QR-Codes. Ohne diese Markierungen könnte der Scanner den QR-Code nicht eindeutig identifizieren, da er nicht wüsste, welche Richtung oben oder unten ist. Es gibt 3 dieser großen Markierungen: in der linken oberen, rechten oberen und linken unteren Ecke. Dank dieser Markierungen erkennt der Scanner sofort, wie der QR-Code ausgerichtet ist. Das Ausrichtungsmuster ist ein kleineres Quadrat, das sich innerhalb des QR-Codes befindet und je nach Größe des Codes auch mehrfach erscheinen kann. Sofern der QR-Code eine bestimmte Größe überschreitet, werden zusätzliche Ausrichtungsmarkierungen hinzugefügt, um Verzerrungen durch Kippen des Lesegerätes zu korrigieren. Bei kleineren QR-Codes kann es vorkommen, dass keine Ausrichtungsmarkierungen vorhanden sind, da sie in diesen Fällen nicht erforderlich sind. Der Datenbereich ist der zentrale Teil des QR-Codes, in dem die eigentlichen Informationen gespeichert sind. In diesem Bereich befinden sich die kleinen schwarzen und weißen Module, die binäre Informationen 0 und 1 darstellen. Diese Informationen können alles Mögliche sein: eine Webseite, eine Telefonnummer, eine Textnachricht oder sogar Zahlungsdaten. Der Datenbereich ist in Module unterteilt, die so angeordnet sind, dass der Scanner sie lesen und in verständliche Informationen umwandeln kann. Die Größe des Datenbereichs hängt von der Menge der gespeicherten Informationen ab. Je mehr Daten gespeichert werden, desto größer wird der QR-Code. Die sogenannte Ruhezone ist der weiße Bereich, der den QR-Code umgibt. Sie hilft dem Scanner, den QR-Code von seiner Umgebung abzugrenzen. Ohne diese Ruhezone könnte der Scanner Schwierigkeiten haben, den QR-Code von anderen visuellen Elementen, die sich in der Nähe befinden, zu unterscheiden. Das Zeitraster oder die Synchronisationslinien sind eine weitere interessante Komponente des QR-Codes. Es handelt sich um eine Linie aus abwechselnd schwarzen und weißen Modulen, die sich sowohl horizontal als auch vertikal durch den QR-Code zieht. Dieses Raster hilft dem Scanner, die genaue Größe der Module, also der kleinen schwarzen und weißen Kästchen, zu bestimmen. Es dient sozusagen als ein Maßstab, der sicherstellt, dass der Scanner die Module in der richtigen Größe und Reihenfolge erkennt. Die Versionsinformation beim QR-Code gibt an, welche von den 40 möglichen Versionen des QR-Codes verwendet wird. Jede Version bestimmt die Anzahl der Module, die der QR-Code enthält. Die Version 1 hat beispielsweise eine Größe von 21 mal 21 Modulen, während die größte Version, Version 40, eine Größe von 177 mal 177 Modulen aufweist. Die Formel zur Berechnung der Modulanzahl lautet Versionsnummer -1 mal 4 plus 21.
Die Formatinformationen beim QR-Code sind kleine, aber wichtige Details, die der Scanner braucht, um den Code richtig zu lesen. Sie geben zum Beispiel an, welches Fehlerkorrekturlevel der Code hat. Das Fehlerkorrekturlevel bestimmt, wie stark der Code beschädigt sein darf, ohne unlesbar zu werden. Die Fehlerkorrektur im QR-Code basiert auf einem mathematischen Verfahren, das dem QR-Code zusätzliche, redundante Daten hinzufügt, die im eigentlichen Datenbereich versteckt sind. Diese zusätzlichen Daten ermöglichen es dem Scanner, beschädigte oder fehlende Teile des Datenbereichs durch andere Teile zu rekonstruieren. Es gibt 4 Stufen. Level L erlaubt bis zu 7% Beschädigung, Level M bis zu 15%, Level Q bis zu 25% und Level H, die höchste Stufe, erlaubt bis zu 30% Beschädigung. Das bedeutet, selbst wenn der Code leicht zerkratzt ist, verschmutzt wurde oder ein Teil verdeckt ist, kann er immer noch gelesen werden, je nach Fehlerkorrekturlevel. Jetzt aber zu einem wirklich wichtigen Thema. Auch wenn QR-Codes super praktisch sind, gibt es leider auch Sicherheitsrisiken, die nicht immer sofort erkennbar sind. Kriminelle haben nämlich Wege gefunden, QR-Codes zu manipulieren, um dich auf betrügerische oder gefährliche Websites zu locken, ohne dass du es direkt bemerkst. Ein gutes Beispiel dafür ist sogenanntes Quishing, eine spezielle Form des Phishings mit QR-Codes. Hier platzieren Betrüger gefälschte QR-Codes auf Plakaten, Flyern oder sogar in gefälschten Briefen und E-Mails von Banken. Besonders perfide. Manchmal werden echte QR-Codes überklebt, um den Leser auf eine Phishing-Seite zu leiten, die täuschend echt aussieht. Auf solchen Seiten wird dann versucht, deine persönlichen Daten abzugreifen, wie Passwörter, Bankdaten oder Kreditkarteninformationen. Aber wie schützt du dich davor? Hier ein paar Tipps. Tipp Nummer 1. Nur QR-Codes aus vertrauenswürdigen Quellen scannen. Sei besonders vorsichtig bei QR-Codes, die du im öffentlichen Raum findest. Diese können leicht überklebt oder durch gefälschte ersetzt werden. Tipp Nummer 2. Überprüfe die URL, bevor du sie öffnest. Die meisten QR-Code-Scanner, auch die auf deinem Smartphone, zeigen die URL an, bevor du weitergeleitet wirst. Wenn dir die Adresse verdächtig vorkommt oder du sie nicht kennst, öffne sie lieber nicht. Achte besonders auf Abweichungen, die nicht zur angeblichen Quelle passen, wie Rechtschreibfehler oder ungewöhnliche Domain-Endungen. Tipp Nummer 4. Vorsicht bei Zahlungs-QR-Codes. Gerade bei QR-Codes, die für mobile Zahlungen genutzt werden, ist Vorsicht geboten. Vergewissere dich, dass der Code tatsächlich von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt, wie einem bekannten Anbieter oder einem offiziellen Dokument. QR-Codes auf Rechnungen oder in E-Mails von unbekannten Absendern könnten gefälscht sein. Wenn du einen QR-Code auf einem Brief von deiner Bank erhältst, ist es eine gute Idee, sicherheitshalber deinen Bankberater anzurufen und nachzufragen. Bei Rechnungen kannst du auch direkt den Verkäufer oder Anbieter kontaktieren, um sicherzugehen, dass der QR-Code wirklich von ihm stammt. Diese Maßnahmen helfen, sicherzustellen, dass du QR-Codes nur dort nutzt, wo es sicher ist. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen zu verstehen, wie QR-Codes funktionieren und worauf man achten sollte, um sie sicher zu nutzen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal für mehr spannende Erklärungen. Bis zum nächsten Mal.